Hello together, hallo zusammen zu unserem spirituellen Heute-Journal und an meiner Seite der Dr. Jeffrey Mishlove, zugeschaltet als von Albuquerque, USA, und meine Dolmetscherin heute wird sein die Anja Schäfer. Hallo. 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 Jeffrey, es ist mir eine Ehre, mit dir heute zu sprechen. Wir kennen uns bereits aus der Fernsehsendung, die wir aufgezeichnet haben von Timeless. Jeffrey, Nepomuk feels honored to do this conversation today with you, and you have already got to know each other in a TV series or TV show. What was it? Yes. Timeless, Yes. genau. Timeless, yes. Du hast letztes Jahr den ersten Preis gewonnen vom Bigelow-Institut für Bewusstsein, das einen großen Betrag ausgeschrieben hat, um ein Dossier vorzulegen, das beweist, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Last year you won the first prize in a contest about, and because you gave your contribution was an essay on life after death, right? The survival of human consciousness after permanent bodily death. Yes, that's correct. Das ist richtig. Ja, jawohl. I don't have to translate that. Genau. Jeffrey, du hast in deinem eigenen Fernsehkanal und jetzt auf YouTube über Hunderte von Wissenschaftlern auf diesem Gebiet interviewt. Und kannst du uns einmal kurz den Zusehern erklären, was deine fundamentalen Bausteine sind, dass du denkst, dass das Bewusstsein den Tod überlebt? So you already interviewed many people on your YouTube channel and in a TV series or TV show. And so you did a lot of research on this subject about life after death. And could you give us a short overview or an insight in the fundamental keystones of your work, of your research? Oh, okay. The important thing to know about life after death is that there are many independent lines of investigation, all pointing in that direction. So das Wichtigste, was wir über die Forschungen, das Leben nach dem Tod betreffend betrachten sollten und wissen müssen, ist, dass es viele verschiedene Perspektiven und Linien gibt, dieses Thema überhaupt anzugehen. I'll list some of them. Und ich habe einige davon untersucht und aufgelistet, einige Methoden. Reincarnation research, Das ist zum Beispiel Reinkarnationsforschung, near-death studies, Nahtoderfahrungen, research with mediums, Forschungen mit Medien, instrumental trance communication, instrumentelle Transkommunikation, also Transkommunikation mit Werkzeugen, mit Methoden. ITK nennt man das, genau, mit Tonbandstimmen und dieses Ganze. Mhm. Sometimes it's called electronic voice phenomena. Manchmal nennt man das auch das Stimmenphänomen, also elektronisches Stimmenphänomen. There's work on after-death communications. Es gibt auch Arbeit in Bezug auf nachtodliche Kommunikation. Deathbed visions. Todesbettvisionen. Yeah. And there's some other more obscure things like sometimes it's called, I don't know if you can translate this well, Peak-Indarian experiences. Das kann ich übersetzen. Peak-Indarian-Phänomen ist ein Phänomen, das ein Nahtoderfahrener hat, weil der trifft in seinen Nahtoderfahrungen auf Menschen, die verstorben sind, die aber zu diesem Zeitpunkt, wenn er wieder zu dich kommt, noch keiner weiß, dass der verstorben ist. Wow.
Go on, Jeff. Nepomuk Oh, translated yeah, that part. go. I was not aware of this detail, so he did it. Well, I see. There's also physical mediumship, which would include, for example, full spirit materializations. Es gibt auch physische Phänomene, die werden als voll körperliche Materialisierungen betrachtet. So those are the main categories. They're all different from each other, but they all point toward postmortem survival. Also das sind alles verschiedene Phänomene und sie alle deuten darauf hin, wenn man sie alle genau betrachtet, deuten sie alle darauf hin, dass es ein Überleben des Bewusstseins gibt über den physischen Tod hinaus. It might be a skeptic could take any one of those and say, oh, it's no good, I can criticize it. But when you look at all of them together, they withstand those kinds of easy criticisms. Es ist natürlich immer sehr, sehr einfach, alles einfach zu verwerfen und zu kritisieren und zu sagen, alles das ist Unsinn oder das ist Unsinn. Doch wenn man sich dem wirklich mal aussetzt und sich all das wirklich mit einem klaren Geist, einem offenen Geist anschaut, dann gibt es keinen Zweifel mehr, dass da etwas Wahres, dass das wahr ist. Genau, Jeffrey hat gesagt, wenn man sich ein bestimmtes Detail rausnimmt und die sagt, das glaube ich nicht etc., aber die Masse oder die Summe macht es natürlich dann aus. Genau, die Gesamtheit, das ist die wissenschaftliche Erforschung des Gesamtbildes, das macht es dann so überzeugend. Genau. Wenn man eins nur rauspickt, ist es leicht zu kritisieren. So I think you could say that within each of those areas, there's a vast amount of research going back about 150 years. Man kann also gut und gerne sagen, dass jede einzelne dieser Linien, dieser Stränge, die Jeff gerade benannt hat, Oder Forschungsbereiche, ne? Diese Forschungsbereiche, dass die gut und gerne mindestens 150 Jahre zurückreichen. Das ist also nichts, was jetzt erst seit gestern existiert. And also, we can say that there's very significant theoretical work going on so that even within the context of physical science, if we were to accept the actuality of higher dimensions of space, postmortem survival can be understood scientifically. Also die nachtodliche Bewusstseinsübertragung oder das Überleben des Bewusstseins, die Existenz des Bewusstseins über den physischen Tod hinaus kann auch sehr leicht zusätzlich durch die modernen wissenschaftlichen Methoden anerkannt werden, denn auch dort werden ja verschiedene Dimensionen mittlerweile als völlig real angesehen. Genau. And I can also say in your country, from a philosophical point of view, there's a long tradition known as German philosophical idealism, which suggests that the universe is primarily mental, not physical. That would be another way of accommodating this massive amount of data. Also wir betrachten hier wirklich eine riesengroße Menge an Daten und wenn wir uns zum Beispiel die deutsche Philosophie anschauen, dann können wir uns auch dort bedienen und sehen, dass es dort auch in unserem deutschen Raum die Betrachtung der... dass das Universum aus Bewusstsein besteht, aus Geistigen, ist ja sehr, sehr traditionell ist, ja. Mhm. Ja, danke. I'm thinking of, for example, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, Schelling is a very respectable philosophical tradition in Germany within which all of this data would be very normal. Wir haben eine große philosophische Tradition im deutschsprachigen Raum und Jeffrey denkt Immanuel Kant, Schopenhauer, genau. Lessing, Schopenhauer und so weiter und das ist sind alles zu respektierende Namen und Geister. Ja, und Ansätze in diesem Bereich zu denken. Ne? Ja. I might also say I was drawn to explore this field because of personal experiences. Ich sollte noch dazu sagen, dass ich auch in dieses Feld deswegen mich so hineinbegeben habe und mich dort so beschäftige aus einer persönlichen Erfahrung heraus. Going back to 1972, 50 years ago, a great uncle of mine, my Uncle Harry, appeared to me in a dream, very powerful dream, at the time of his death.
Denn vor 50 Jahren, im Jahr 1972, habe ich eine Erfahrung gemacht, dass nämlich mein damals verstorbener, also gleich gerade verstorbener Onkel Harry mir absolut real in einem Traum erschienen ist. Yeah. I was so moved by this experience. I wrote home to my parents and said, "How's Uncle Harry? I had a dream about him." Ich war so bewegt von dieser Erfahrung, dass ich zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, wie geht's denn Onkel Harry? Ich hatte gerade einen Traum mit ihm. And in fact, when I woke up from the dream, I was crying tears of joy. It was a soul-to-soul communication. Und als ich aus diesem Traum erwacht bin, habe ich geweint vor Freude, weil es eine Seelenerkenntnis, eine Seelenrealisierung war, die ich da in meinem Traum erfahren habe. And I was also singing at the same time a very sacred religious song. It never happened to me before that I would awaken from a dream crying tears of joy and singing at the same time. Ich habe also nicht nur Freudentränen geweint und gelacht gleichzeitig, ich habe auch ein christliches Lied auf den Lippen gehabt und gesungen. Das ist mir noch nie vorher passiert. And when my mother got the letter, she phoned me immediately and said, "How did you know Uncle Harry had just died?" Und meine Mutter hat mich dann gefragt, woher hast du gewusst? Wie konntest du das wissen? Onkel Harry ist gerade gestorben. Mhm. So that's what inspired me to switch my doctoral degree program. At the time, I was a student at the university in Berkeley studying criminology. Zu jener Zeit war ich Student in der Universität Berkeley und habe Kriminologie studiert. Doch dieses Erlebnis hat mich dann so bewegt, dass ich meinen Studiengang verändert habe. Genau. And I switched at that time and created an individual interdisciplinary doctoral major in parapsychology. And I've been doing that work ever since for the last half century. Also ich mache das jetzt seit einem halben Jahrhundert, seitdem, also seit 50 Jahren. Ich habe damals meinen Studiengang verändert, meinen Doktortitel dann gemacht in Parapsychologie. Das ist übrigens der einzige auf der Welt, der einen Doktor in der Parapsychologie gemacht hat. Alle anderen Parapsychologen haben ihren Doktor in einem anderen Fachgebiet gemacht. Er ist der einzige auf der Welt, der tatsächlich in Parapsychologie seinen Doktor gemacht hat. So Jeff, Nepomuk is pointing out that you are the only one in the world who did his doctor title in parapsychology. Is that right? I think I am the only person with a doctoral diploma that says parapsychology. Ich meine zu wissen, dass ich der Einzige bin, der ein doktorandisches Diplom hat, auf dem Parapsychologie steht. Ja, genau. But there are hundreds of people who do doctoral level research in parapsychology. Aber es gibt viele Hunderte, die Doktorarbeiten und Forschungsarbeiten in der Parapsychologie durchführen natürlich. Genau. In fact, there's active programs, I think, in your country, but especially in England. Es gibt möglicherweise, er ist sich nicht ganz sicher, vielleicht auch etwas in Deutschland, aber ganz sicher gibt es viele, die sich darauf in England spezialisieren. Frage ich nochmal, hat dich die Forschungsarbeit oder die Zusammenarbeit mit Ted Owens beeindruckt? Was hat das bei dir ausgelöst? Your cooperation with Ted Owens, in what kind of way did this influence you? Well, I began researching the case of Ted Owens when I was still a graduate student at Berkeley. I learned about him through the Stanford Research Institute, where Hal Puthoff and Russell Targ were studying remote viewing. Also er hat damit angefangen, sich mit Ted Owens zu beschäftigen, als er noch studiert hat. Und der Zusammenhang mit Nepomuk, hast du es verstanden? Ja, Russell Targ war jemand, der hat begonnen mit Remote Viewing und der hat ihn praktisch auf diesen Mann gestoßen. Mhm. This was in 1976. Das war 1976.
Yeah, I visited Stanford Research Institute to experience remote viewing, and the scientists there were very excited because they had received many communications from Ted Owens, who claimed he was the world's greatest psychic. Ted Owens hat damals behauptet, er sei der weltgrößte Hellseher oder psychisches Medium. Psychokinese, genau. Genau, und Jeff hat ihn in der Stanford-Universität im Zusammenhang mit Remote Viewing kennengelernt. Habe ich richtig verstanden, oder? Mhm. Yeah, the researchers there, Harold Puthoff and Russell Targ, had achieved a lot of fame at that time for their studies with Uri Geller, the Israeli psychic. Okay, also dort wurden der Uri Geller, dieser israelische Löffelverbieger, nicht? Uri Geller. Löffelverbieger, genau. Ach, der wurde auch dort untersucht, genau. Und den Ted Owens, glaube ich, wollte niemand haben, der war so furchteinflößend mit seinen Fähigkeiten. Yeah, so Ted Owens wrote to them and said, "Why are you wasting your time with him? Because I'm the world's greatest psychic." Oh, and he said he would prove it to them. Also Ted Owens hat gesagt, warum vergeudet ihr eure Zeit mit all diesem ganzen anderen Kram sozusagen? Ich bin der weltgrößte Psychokinet, ja. Wie nennst du ihn? Psychokinet. Psychokinet. So, also schaut mal, was ich sozusagen hier. Yeah. At the time, there was a drought in California, a very serious drought, and Ted Owens said he would end the drought. What is a drought? No rainfall. Oh, okay, eine Dürre. Also zu der Zeit gab es eine sehr, sehr massive Dürre in Kalifornien und Ted Owens hat behauptet, er würde dieser Dürre ein Ende setzen. And he said they would know that he did it because there would be power blackouts, rain, snow, every kind of weather, and UFO sightings, which is one of his trademarks. Mhm. Also er hat behauptet, man wird dann schon merken, dass er seine Fähigkeiten eingesetzt hat anhand von dem, was dann sichtbar ist, weil es eben Stromausfälle geben wird, weil es eben Regenfälle geben wird und UFO-Sichtungen und lauter Phänomene. Genau, Ted Owens hat behauptet, dass er das hervorrufen kann und hat sich auch das über 180 Mal dokumentieren lassen. So all of these things happened within about 3 days of Ted Owens' letter to them, and the local newspaper published a story saying the drought is over. Mein Gott. Also Ted Owens hat all das demonstriert. Er hat also nachdem er diesen Brief geschickt hat, hat er diese Phänomene verursacht und das ist dann auch in den lokalen Nachrichten veröffentlicht worden, dass die Dürre zu Ende ist. Innerhalb von 3 Tagen ist es passiert. Innerhalb von 3 Tagen, genau. And he had promised that the newspaper would actually run a story saying the drought is over. Und er hat das auch vorhergesagt und versprochen, dass die Zeitung also das auch mitteilen wird, dass die Dürre zu Ende ist. So when I visited them, as you can imagine, they were very excited about all of this. Die waren also sehr aufgeregt natürlich, was diese Phänomene betrifft. Als ich sie besucht habe, kannst du dir vorstellen. At the same time, they were receiving funding from the military intelligence, from the CIA, for their research. Und zur selben Zeit haben sie gerade finanzielle Unterstützung bekommen von der CIA für ihre Forschungsarbeit. And the last thing they wanted was to have another flamboyant psychic. They had already, they felt, had too much public notoriety because of Uri Geller. Und das Letzte, was sie wollten, war, dass wieder jemand Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Genau, und auf diese Dinge, und das wollten sie nicht. Genau. Das wollten sie nicht, ja. So they were very happy that a promising young graduate student was there in their laboratory, and they were eager to have me take the whole file away so they didn't have to deal with him any longer.
Und so waren Sie also praktisch ganz erleichtert und ganz froh, den jungen Student Jeffrey dort zu haben, der diese ganze Arbeit, diese ganzen Daten an sich genommen hat, um und sie praktisch diesen Ted Owens, wenn man wegnimmt aus dem Schussfeld. Aus dem Schussfeld wegnimmt. So that was the beginning of my study of Ted Owens. It lasted from 1976 until he died in 1987. Das war also der Startschuss, der Beginn meiner Forschungsarbeiten mit Ted Owens, und das war also von 1976 bis zu seinem Tod 1989. 87. 87. Ja. And I have, okay. I have files I still have them, of 168 similar demonstrations of his psychokinetic ability that he performed. Ich habe also Daten darüber, über weitere 180, 160 Phänomene, psychische Phänomene, die er verursacht hat. Das kann ich belegen. And roughly 2/3 of them turned out just like the one in California, where he seems to have a remarkable ability to control the weather, UFO sightings, power blackouts, and large-scale phenomena. Also ungefähr 2/3 davon entsprechen in etwa diesen Erlebnissen auch damals von Kalifornien. Das heißt, dass also er diese Wetterphänomene verursacht hat, Stromausfälle und UFO-Sichtungen. In fact, he claimed that it's just as easy for somebody who has psychokinetic abilities to influence large-scale phenomenon as it is to do small things like spoon bending. Er sagte also, dass es für jemanden mit diesen Fähigkeiten ein leichtes ist, im großen Stil Phänomene zu erzeugen und zu verursachen und sichtbar zu machen, genauso wie jemand eben auch Löffelverbiegen demonstrieren kann. Es ist nur ein kleineres. Ich blende da mal kurz ein, also das ist dieses Buch, The PK Man. Aha. Genau. Yeah. So What is the PK? What is PK Man? PK stands for psychokinesis. Okay, für Psychokinese, der Psychokinese-Mann. Okay. Yeah, he liked to call himself the PK Man. Okay. He was a very interesting person. I got to know him quite well. His career in parapsychology began during the 1940s when he was a research assistant working for J.B. Rhine at Duke University. Also seine eigenen Forschungen und Arbeiten begannen schon in den 40er Jahren und ich habe ihn sehr gut kennengelernt. Er war wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit, der Ted Owens. And on one occasion, I asked him to produce an unidentified flying object, a UFO, for me, because that was one of the things he was known to do. Ja, weil er ja sehr bekannt dafür war, dass er UFO-Sichtungen verursachen konnte, habe ich ihn auch einmal darum gebeten, das doch auch mal mir vorzuführen. Genau. And he said he would do that. He'd produce 3 UFO sightings within a 100-mile range of San Francisco. Das hat er auch gemacht. Er hat dann 3 UFO-Sichtungen verursacht. Angekündigt, genau. Angekündigt in einem, what was it, a 100-mile range? In einem Umkreis von ein paar 100 Kilometern von San Francisco. Okay, in der Area von San Francisco. May I ask a question, Jeff? Was this then a hallucination, or were these real UFOs that he called in? These, in the case that I'm about to describe, it was photographed, it was videotaped, it was seen by 100 people. The videotape was broadcast on the local TV station, and the photograph was published, as Ted Owens had predicted, in the front page of one of the local newspapers. Ja, Also auch das hat er wiederum vorhergesagt, dass eins dieser Fotografien dann auch wiederum auf einer Titelseite einer lokalen Zeitung abgebildet werden würde. Und es ist also so, dass es auch dokumentiert ist, dass es fotografiert wurde und dass es dafür viele Augenzeugen gab für diese Sichtungen. Da muss ich kurz was einwenden, weil ich habe einen Chef, die kennen die Story.
Also es war so, da war eine Show, da war irgendeine Eröffnungsfeier und da gab es eine Flugshow. Da war ein Mann, der mit seinem Sportflugzeug eine Flugshow gemacht hat und bei dem ist das praktisch da ist das UFO aufgetaucht und den haben sie mitgefilmt. Wann war das? When was that? 1976, December. Oh, 1976 im Dezember war das. Mhm. Yeah, in fact, as I recall, I several months ago sent Nepomuk a copy of the video. Okay, soweit ich mich erinnern kann, habe ich vor einigen Monaten dem Nepomuk ein Video davon geschickt. Ich habe das ja, genau. Mhm. Mhm. Yeah, it's not easy to see a videotape of a UFO, but it's there. Es ist nicht so einfach, ein Video mit einem UFO zu sehen, aber das gibt es. Es war ein TikTok-UFO übrigens. Das ist eine Form von TikTok. Mhm. I should mention that the UFO was also seen from the air by a pilot because the occasion was the art department at a nearby college was sponsoring this pilot named Stephen Pileski, who flew an airplane with smoke coming out the back and making designs in the sky as an art form. Okay, da war also auch ein Pilot, der war engagiert, um mit seinem Flugzeug, mit seinem Qualm, der da aus dem Flugzeug rausgegangen ist, bestimmte Kunststückchen zu demonstrieren und zu zeigen. Und dieses Flugzeug, also dieser Pilot, der hat das UFO auch gesehen. So all of the students in the art department were outside watching with their cameras. Also all die Studenten auch von dieser Kunstabteilung, von dieser Kunstschule, die haben das auch mit ihren Kameras aufgenommen und fotografiert. So I think at the time it was one of the best attested UFO sightings in history. Also ich glaube, zu jener Zeit war es sicherlich eine der am besten dokumentierten und am besten aufgenommenen UFO-Sichtungen in der Geschichte. Genau. And it occurred within about 3 days after Ted Owens told me that a big UFO sighting was about to occur and it would be published on the front page of one of the local newspapers. Ja, und das Phänomenale daran war für mich natürlich, dass das alles sich ereignet hat, 3 Tage nachdem Ted Owens mich darauf vorbereitet hat, mir das gesagt hat, dass das passieren wird und dass es das auch dann eben in der Zeitung, dass das auch in der Zeitung stehen würde. So I think it's an example of the enormous power of the human mind, that most of us have these abilities that are latent, but we never develop them. Also ich denke, dass dies alles Beweise dafür sind, dass wir wirklich sehr, sehr große innewohnende Kräfte haben, mentale Kräfte, Powers, die den meisten gar nicht zur Verfügung stehen, weil sie eben schlafend sind, also unterdrückt sind. Und dieser Ted Owens, der hat das demonstriert, was möglich ist. Jeffrey, was sind denn deine interessantesten Gäste gewesen, die dich davon überzeugt haben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Jeffrey, can you give us some examples of some of the most interesting guests that you had in your show or in your interviews, proving or giving information about life after death, consciousness after death? Well, we've done hundreds of interviews on these topics. Ja, wir haben darüber natürlich hunderte von Interviews geführt. One that intrigues me a lot was about 30 years ago with Sir Francis Crick. Oh, Sir Francis Crick, I think I heard that name. DNA something, right? Yes. Yes. Also einer der interessantesten Gesprächspartner, an den ich mich erinnern kann, war Sir Francis Crick vor ungefähr 30 Jahren. Ja, oder auch mit der DNA einen Nobelpreis bekommen für die Entdeckung. He won the Nobel Prize for discovering the double helix nature of the DNA molecule, one of the greatest discoveries of the 20th century. Also es war eine der größten Entdeckungen des 20. Jahrhunderts, die Doppelhelix, also die Doppelspirale der genetischen Information der DNS. And he, at the time, had just written a book called The Astonishing Hypothesis.
Und er hat zu jener Zeit gerade ein Buch geschrieben, die erstaunliche Hypothese. And he wanted to prove that consciousness is created by the brain. Und er wollte beweisen, dass das Bewusstsein vom Gehirn erschaffen wird. But he had the honesty to admit on camera that science has yet to prove that. Aber er hatte auch die Ehrlichkeit, vor der Kamera zu sagen, dass die Wissenschaft das erst beweisen muss. And in fact, he said, the religious point of view that consciousness survives death could well be correct. Und er hat außerdem gesagt, dass auch der religiöse Ansatz, dass das Bewusstsein den physischen Tod überdauern wird, auch stimmen kann. Yeah. So most people think that science has already proven that the brain creates consciousness. No. Viele Menschen glauben, dass die Wissenschaft bereits bewiesen hat, dass das Gehirn Bewusstsein erschafft. But actually, that is not the case. Aber in Wahrheit ist das nicht der Fall. Yeah. It might be the case that the brain acts as a receiver of consciousness, like a radio receiver. Ich sehe es eher so, dass das Gehirn ein Empfänger ist, ein Receiver, also ein Empfänger, so wie ein Radio ja auch die Frequenzen für das Radio hören empfängt. Oder modelliert, genau. Or even as a filter, reducing consciousness, that we all have access to something much wider, but the brain narrows it down. Man kann das Gehirn auch als einen Filter betrachten, das das Bewusstsein, das gigantisch, universell riesig ist, einfach klein macht und so filtert, dass da überhaupt was durchkommen kann, aber sehr begrenzt. Because we couldn't, if we were always in a state of cosmic consciousness, it would be very hard to pay all the bills and feed the family. Denn wir können uns vorstellen, dass wenn wir die ganze Zeit in das kosmische Bewusstsein in unserem Gehirn verpacken würden, dass es dann schwierig wäre, hier mit den alltäglichen Dingen klarzukommen, wie Rechnungen bezahlen. Ja. And today now there is a great deal of research on the field of consciousness itself, but we still don't understand where consciousness originates. Wir verstehen in Wirklichkeit noch nicht viel über das Bewusstsein und was der Ursprung des Bewusstseins ist, auch wenn wir heute schon viel darüber erforschen. Mhm. And in fact, the great German scientist Max Planck, the founder of quantum physics, himself stated that consciousness is fundamental. It is the basis of reality. You can't get underneath consciousness. Der berühmte Wissenschaftler Max Planck, der Deutsche, hat selbst gesagt, dass das Bewusstsein in Wirklichkeit alles ist. Wir können nicht unter das Bewusstsein, darunter brauchen wir gar nicht anfangen. So. Genau, also das ist die Basis des Seins und das hat ja nicht nur der Max Planck gesagt, sondern alle Quantenphysiker unserer deutschen Sprache, alle, die sich mit Quantenphysik auseinandergesetzt haben. Der letzte große war bei uns der Hans-Peter Dürr. Die haben alle das gleiche Ergebnis gehabt, sagt er, wir sind auf das Ergebnis gekommen, dass Bewusstsein das Fundamentale ist und Materie gar nicht existiert. And of course, this is also really complementary to the great German philosophers, Kant and Schopenhauer and Schelling, who say the same thing. Und auch da haben wir wieder diese ganzen Komplementäre, diese ganzen Verbindungslinien zu den großen Philosophen wie Kant und Schopenhauer, die auch alle dasselbe gesagt haben. Jeff, die Wissenschaft entwickelt sich ja nicht linear, sondern eben sprunghaft. Das nennt man dann einen Paradigmenwechsel. Denkst du, dass wir gerade in einem Paradigmenwechsel zusteuern? Jeff, science does not develop in linear terms, but more in jumps or quantum jumps. Do you think that we are now facing a change of paradigm, that we are now facing this quantum jump? I hope so. Ich hoffe es. I hope this. Yeah, you can never be sure until you can look back and say it's happened. It looks like we're turning the corner.
Also es sieht wirklich gut aus. Es sieht so aus, als würden wir gerade einen großen Wechsel durchmachen, aber so richtig sicher wissen wir es eigentlich erst, wenn wir dann in der Zukunft zurückschauen. Hat denn die Wissenschaft oder die Menschheit Angst davor, tatsächlich zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Sind wir dann nicht mehr so achtsam mit dem Leben? Do you think that that we might lose, or that humans might lose their cautiousness or attentiveness, their feeling for life in the present moment, when this consciousness or this awareness of life after death is really proven? Do you think that there's a that we are hesitant of really proving, of really knowing that there's life after death, because it would keep our attention away from the present moment in life? Well, there's an element of that. After all, most people are concerned with raising their children and earning a living, and it's usually only older people like myself who are close to death who begin to think about what will happen after I die. Ja, es gibt da sicherlich, das ist sicherlich ein Punkt, der zu betrachten ist, weil gerade die jüngeren Menschen, die fokussieren sich natürlich mehr auf ihr physisches Überleben, auf ihre alltäglichen, auf ihren Job, auf ihre Kindererziehung und so weiter. Da ist natürlich jetzt dieses Element, was ist nach dem Tod und Bewusstsein nach dem Tod, das ist nicht so präsent, wohingegen bei mir, wo ich jetzt schon etwas älter bin und vielleicht nicht mehr so weit davon entfernt bin, auch irgendwann hinüberzugehen, für mich ist das ein Thema, das viel relevanter ist. Aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Ich habe gemeint, wir sind ja jetzt schon sehr, sage ich mal, unsere Zivilisation ist ja die letzten 2000 Jahre ziemlich gewaltsam unterwegs. Wenn wir jetzt wissen, dass wir gar nicht sterben können, nimmt die Gewalt dann vielleicht sogar noch mehr zu. Weil ich sage, ich kann dich umbringen, da bist du sowieso nicht tot. Nepomuk was trying to focus on a different point more like, do we... Genau, when we know we are have a life after death, we are more, was sagt man da, harmonischer, also more harmonious. Is there the danger or more dangerous people that we would be more how would we say wary? Is it more like we would not care so much anymore about our life, about our present existence, because we would think, okay, well, it doesn't matter, I can simply kill this person or murder this person because there's life after death anyway, so no problem. Anyway. No, I don't think so. No, me neither. The message, for example, the message that comes from people who have had the near-death experience, people who have a medical crisis and they die, but then they are revived. And many of them, not all, many report a temporary visit to the afterlife, and in which they understand there are consequences for our behavior here, but that there is a world full of love and compassion. And the message that they bring back is that we need to treat each other more in a more loving, compassionate way, because that's our natural way when we're, what they say, at home, when we're, where we come from. Yeah. It's a world of unbelievable love, beauty, and compassion. Compassion was, genau. Oh, that's beautiful. Ja, also Jeff, ein bisschen drin baden. Also Jeff weist darauf hin, dass die Menschen, die aus Nahtoderfahrungen zurückkommen, viele berichten darüber, dass sie eine Erfahrung gemacht haben in einer Dimension, die so liebevoll ist, so voller Mitgefühl ist, und dass sie sich auch der Konsequenzen ihrer Taten in einer ganz liebevollen, aber trotzdem klaren Dimension auch bewusst geworden sind. Und wenn sie zurückkehren, dann wissen sie einfach, dass wir Liebe sind und dass die Essenz Mitgefühl ist und dass wir verantwortlich auch sind für das, was wir tun und was wir erleben. Also das erweitert einfach das Bewusstsein. Genau, in Liebe zu handeln statt in Hau drauf. Yeah, so that it's important to act
in kindness and in love towards each other, with each other, instead of being cruel or being negative or hard or whatever. Yeah. There is also an experience reported by many people who have the near-death experience. It's called the life review, in which es gibt auch ein Phänomen des Lebensrückblicks, das auch von dem viele berichten. you experience every moment of your life from the perspective not only of yourself, but of every other person you influence. Es gibt dieses Phänomen, dass du also eine Rückschau erlebst in dieser anderen Dimension, wo du es praktisch auf dein eigenes Leben zurückschaust, aber nicht nur aus deiner eigenen Perspektive, sondern aus der Perspektive jeder einzelnen Person, die dir in deinem Leben begegnet ist. Inklusive deinen Gefühlen da. Inklusive den Gefühlen, die du selbst hattest und die andere mit dir in Verbindung erlebt haben. Genau. So if you're cruel to other people, you will experience what they felt like during. Wenn du also mit anderen Menschen grausam warst, brutal warst, dann wirst du in dieser Lebensrückschau genau das erleben und spüren, was du anderen angetan hast. Yeah. So you could say there's some truth to the religious viewpoint about punishment and purgatory or hell for some people. A percentage of people, 5 to 10%, actually have hellish experiences in the afterlife. Es ist also ein interessanter Aspekt, das auch aus der religiösen Perspektive sich bewusst zu machen, denn so gesehen gibt es auch die Erfahrung von höllischen Erfahrungen oder des Fegefeuers, jedoch nur in dieser Perspektive, dass man das erlebt, was man selbst anderen angetan hat und nicht als Bestrafung. It's not a punishment that God gives you. It's something that you have created yourself, and so you receive it back when you have this experience. Genau. I think that's correct. Yes, God doesn't judge us. God has unconditional love for all of creation, but we will judge ourselves. Exactly. Also Gott hat in Wirklichkeit bedingungslose Liebe für alles, was ist und für jeden und für alles, was da ist. Was wir aber erfahren, ist das, was wir selbst zu erfahren wünschen, damit wir es erleben, damit wir das auch begreifen, was unsere Handlungen bedeuten. Was unsere Handlungen bedeuten. And I think it's most likely that whatever suffering we cause in this life, we will also experience. Es ist also ziemlich wahrscheinlich, dass alles, was wir an Leid verursachen, dass wir in dieser Lebensrückschauerfahrung das dann eben wahrnehmen dürfen. Jeffrey, du hast einen tollen Kanal, New Thinking Aloud. Ich werde den einmal kurz einblenden für Menschen, die dem Englischen, sage ich mal, auch verstehen. Da sind tausende von Interviews drauf. Ich werde den auch hinterher nochmal verlinken. Und danke für deine Arbeit. Thank you so much, Jeff, for your work. Well, it's a pleasure to be with you again. Es ist mir ein Vergnügen, hier mit euch zusammen zu sein. Dankeschön. Genau. Thank you, Jeff, for this moment. And I think we have a great information to the German people and the audience, and wish you a very nice holidays and work and a lot of great scientists in your study, in your interviews. Und danke, liebe Zuseher, und danke, Anja, dass du uns jetzt so toll wieder gedolmetscht hast. Sehr gerne, war mir ein Vergnügen. Es ist wundervoll. Bis Sehr schöne demnächst. Information. Bitteschön. Sehr gerne. You're very welcome.